Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Sie dachten, Dschungel seien wild? Denken Sie noch einmal nach. Unter der Schönheit und der grünen Stille liegt etwas viel Beunruhigenderes. Vergessene Ruinen flüstern von dunklen Ritualen. Schattenhafte Gestalten bewegen sich dort, wo niemand sein sollte. Und unheimliche Artefakte tauchen auf, für die es keine Erklärung gibt, nur Fragen. Die Wissenschaft hat keine Antworten. Die Einheimischen wagen nicht zu sprechen. Aber der Dschungel erinnert sich an alles. Dies sind die erschreckenden Entdeckungen, die niemand erklären kann. Und was sie enthüllen, könnte alles verändern, was wir über diese Welt zu wissen glauben. Die Felsenäffchen von Vietnam. Mitten im Vietnamkrieg stießen die Soldaten auf etwas, das weitaus furchterregender war als der Feind, der im dichten, nebligen Dschungel lauerte. Inmitten des Chaos und der Angst der Schlacht tauchte eine Kreatur auf, die sich niemand erklären konnte. Ein zweibeiniges Tier mit rötlichem Fell, das mit perfekter Präzision Felsen schleuderte. Diese furchterregende Kreatur, bekannt als Felsenaffe, schien aus dem Nichts aufzutauchen und versetzte die Soldaten in Panik. Aber es waren nicht nur die Felsen, die sie in Angst und Schrecken versetzten, es waren die unheimlichen Schreie, die durch den Dschungel hallten. Die Soldaten schworen, dass es sich nicht um einfache Tiere handelte. Mit Merkmalen, die für eine bekannte Spezies zu seltsam sind, schienen diese Kreaturen direkt aus einem Albtraum zu stammen, sodass sich viele fragten, waren sie real oder nur kriegsbedingte Halluzinationen. Trotz zahlreicher Berichte von Soldaten bleibt das Rätsel ungelöst. Einige glauben, dass es sich um unbekannte Kreaturen handelte, während andere flüstern, dass etwas viel Dunkleres in den Schatten des Dschungels lauert. Aber hier ist der Haken. Nach all diesen Jahren hat niemand einen endgültigen Beweis geliefert. Glaubst du, dass diese Felsenaffen echte Kreaturen waren oder nur eine Folge kriegsbedingter Halluzinationen? Kreuze eine 1 an, wenn du glaubst, dass sie echt sind, und eine 2, wenn du glaubst, dass sich die Soldaten das alles nur eingebildet haben. Die geheimnisvolle Felskunst des Daintree Rainforest. Tief im Herzen des Daintree-Regenwaldes in Queensland wurde eine unerwartete Entdeckung gemacht, die niemand vorhersehen konnte. Im Jahr 1998 stießen Dr. Peter Weth und sein Team Felszeichnungen aus, die so alt waren, dass sie seit über 40.000 Jahren erhalten geblieben waren, verborgen in den Tiefen der Zeit. Aber es handelte sich nicht um gewöhnliche Kunst. Es handelte sich um Symbole, die das indigene Volk der Kuku-Yalanji hinterlassen hatte. Und sie waren anders als alles, was moderne Forscher bisher gesehen hatten. Die Kunstwerke stellten einige der beeindruckendsten Kreaturen des Dschungels dar: Kasuare, Krokodile und Schildkröten. Aber diese Bilder waren mehr als nur Darstellungen der Tierwelt. Die mit Ocker gefertigten Symbole trugen eine tiefere, noch unverschlüsselte Bedeutung und boten mehr als nur einen Einblick in das Überleben. Diese Kreaturen waren mehr als nur Tiere. Sie waren Sinnbilder für die rohe, ungezähmte Kraft des Dschungels. Sie repräsentierten die spirituelle Verbindung des Volkes der Kuku-Yalanji mit ihrem Land. Und die Gefahr, die von diesen Tieren ausging, war nicht nur physischer Natur, sie war eine Erinnerung an die ständige Spannung zwischen Leben und Tod in dieser uralten Umgebung. Welche Geheimnisse bergen diese uralten Symbole noch? Und welche Botschaft haben uns die Kuku-Yalanji hinterlassen, die es zu entschlüsseln gilt? Die dunkle Gruft des Herrn von Xipan. 1987 machte der Archäologe Walter Alva im Norden Perus eine bemerkenswerte Entdeckung: das Grab des Herrn von Xipan, das tief im Wald von Huaca Rajada verborgen war. Was er entdeckte, war eine außergewöhnliche Stätte, die mit keiner anderen vergleichbar ist. Im Inneren des Grabes fand Alva eine Fülle von antiken Schätzen, darunter Gold, Silber und Textilien. Aber noch faszinierender waren die erhaltenen Überreste der Diener des Herrn, die neben ihm beigesetzt worden waren. Man glaubte, dass diese Diener ihren Herrscher ins Jenseits begleiteten, eine Praxis, die in verschiedenen alten Kulturen üblich war. Das Grab, das jahrhundertelang unberührt geblieben war, bietet einen einzigartigen Einblick in eine Zivilisation, die eine tiefe Beziehung zum Leben, zum Tod und zur Reise ins Jenseits hatte. Die Schätze, die den Herrn umgaben, waren nicht nur Symbole für seinen Reichtum, sie waren Teil einer größeren spirituellen Reise. Heute sind die Artefakte aus dem Grab im Museo Tumbas Reales de Xipan ausgestellt.
wo sie weiterhin Forscher und Besucher gleichermaßen faszinieren und einen Einblick in eine geheimnisvolle Vergangenheit bieten, die uns immer noch in ihren Bann zieht. Der Boitata, Beschützer oder Rächer. Im Herzen des Amazonas-Regenwaldes geistert eine furchterregende Legende umher, die Boitata. Sie wird als feurige Riesenschlange beschrieben und soll aus der Asche eines großen Feuers entstanden sein. Mit Augen, die wie Flammen brennen, soll der Boitata den Dschungel beschützen und jeden bestrafen, der es wagt, ihm zu schaden. Die Legende erzählt von der unerbittlichen Natur der Boitata, die Eindringlinge mit sengenden Flammen bestraft. Diejenigen, die das empfindliche Gleichgewicht des Dschungels stören, müssen mit dem Zorn der Kreatur rechnen. Sie kann jeden, der töricht genug ist, in eine Falle locken und in einem Inferno verschlingen. Man sagt, dass der feurige Blick der Kreatur diejenigen ausfindig macht, die Böses im Schilde führen und ihre Absichten ins Visier nimmt, bevor sie ihre Wut entfesselt. Dieser furchterregende Wächter versetzt die Einheimischen seit Jahrhunderten in Angst und Schrecken, denn sie glauben, dass es sich nicht nur um ein Flammenwesen handelt, sondern um ein Wesen, das die Macht hat, diejenigen zu spüren, die den Regenwald bedrohen. Die gestaltwandelnden Nabao von Borneo. Tief in den Flüssen und Sümpfen von Borneo lebt ein weiterer Schrecken des Dschungels, der Nabao. Diese sich verwandelnde Schlange gilt als eine der furchterregendsten Kreaturen, die das Land durchstreifen. Einheimische, die sich in die Nähe des Nabao gewagt haben, berichten von einer tödlichen Stille, die dem Erscheinen der Kreatur vorausgeht, die in ihrer gewaltigen Gestalt unter der Wasseroberfläche lauert. Die Größe des Nabao ist legendär und manche behaupten, er könne sich in ein riesiges Krokodil verwandeln. Durch diese Verwandlung kann er aus dem Wasser auftauchen, wobei sein Maul breit genug ist, um ganze Boote zu verschlingen. Manche glauben, dass er ganze Dörfer unter Wasser ziehen kann, um sie zu verschlingen und spurlos zu verschwinden. Die Geschichten über die Macht des Nabao spuken weiterhin in der Region herum, und die Einheimischen berichten von seiner Fähigkeit, alles zu verschlingen, was ihm in den Weg kommt. Der furchterregende Ruf des Nabao ist nach wie vor tief in der Folklore Borneos verankert. Dschungelkrankheiten und tödliche Parasiten. Der Dschungel ist ein geheimnisvoller und unberechenbarer Ort, der Gefahren birgt, die oft zu klein sind, um gesehen zu werden, aber ebenso tödlich. Unter diesen versteckten Gefahren ist die Malaria eine der berüchtigtsten. Diese von Moskitos übertragene Krankheit ist mit einem Parasiten behaftet, der blitzschnell Fieber, Schüttelfrost und Körperschmerzen verursachen kann. Bleibt sie unbehandelt, kann sie lebenswichtige Organe angreifen und den Dschungel zu einer unberechenbaren und potenziell gefährlichen Umgebung machen. Obwohl Malaria eine Krankheit ist, die viele mit der Vergangenheit in Verbindung bringen, ist sie in den Dschungelregionen der Welt immer noch sehr präsent und beeinträchtigt das Leben der Menschen auf höchst unerwartete Weise. Aber das ist nicht die einzige Gefahr, die in der freien Natur lauert. Auch Gelbfieber, eine weitere durch Mücken übertragene Virusinfektion, stellt eine ernsthafte Bedrohung dar. Sie kann mit leichten, grippeähnlichen Symptomen beginnen, aber schnell eskalieren und zu schweren Komplikationen führen und sogar innere Organe befallen. Und der Dschungel birgt noch eine weitere überraschende Gefahr, die Sandfliege, die Leishmaniose überträgt. Dieses winzige Insekt kann Menschen mit Parasiten infizieren, die sowohl die Haut als auch die inneren Organe befallen. Es gibt keinen Impfstoff gegen diese Krankheit, und die Behandlung kann langwierig und ungewiss sein, was sie zu einer der geheimnisvollsten und alarmierendsten Bedrohungen des Dschungels macht. Auch wenn diese Krankheiten weit entfernt und selten zu sein scheinen, erinnern sie uns an die unberechenbare Kraft der Natur und das empfindliche Gleichgewicht, das wir respektieren müssen, wenn wir uns in den verborgenen Tiefen des Dschungels bewegen. Die gefürchteten schwärmenden Insekten. Im Dschungel kann die Gefahr von unerwarteter Seite kommen, von oben, von unten oder sogar von Kreaturen, die aus dem Nichts aufzutauchen scheinen. Eine der am meisten diskutierten Bedrohungen ist die afrikanisierte Honigbiene, ein Hybrid, der für sein ungewöhnlich aggressives Verhalten bekannt ist. Diese Bienen können ihre Nester sehr beschützen und verteidigen sie heftig. Manchmal jagen sie jeden, der sie stört. Ein einzelner Stich mag zwar nicht gefährlich sein, aber die schiere Anzahl der Bienen kann die Situation sehr viel intensiver machen. Und in seltenen Fällen kann es zu ernsthaften Reaktionen kommen. Doch die Gefahren des Dschungels lauern nicht nur in der Luft,
Auf dem Boden gibt es eine Kreatur, die sich mit unglaublicher Koordination bewegt, die Treiberameisen. Diese in Afrika und Asien vorkommenden Ameisen können sich in großen Gruppen bewegen und auf der Suche nach Nahrung riesige Gebiete abdecken. Ameisenkolonien, die Millionen von Ameisen umfassen können, sind eine Macht, mit der man rechnen muss. Zwar sind diese Ameisen in den meisten Fällen harmlos, doch ihre schiere Anzahl und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, können einen wirklich beeindruckenden Anblick bieten. In einigen Kulturen haben die Menschen sogar Wege gefunden, die Ameisen für medizinische Notfälle zu nutzen, was die unglaubliche Beziehung zwischen den Menschen und der natürlichen Welt verdeutlicht. Die Bedrohungen des Dschungels mögen beängstigend erscheinen, aber sie sind auch Teil des empfindlichen Gleichgewichts, das diesen Lebensraum am Leben und Gedeihen hält. Das Geheimnis der verschwundenen Entdecker. Der Amazonas-Regenwald, ein riesiger und geheimnisvoller Ort, übt seit langem eine große Faszination auf Entdecker und Abenteurer aus. Eine der faszinierendsten Geschichten ist die von Percy Fawcett, einem britischen Forscher, der 1925 aufbrach, um die legendäre verlorene Stadt Z zu finden. Fawcett, ein erfahrener Abenteurer, wagte sich in den Dschungel, bewaffnet mit Karten und dem festen Glauben an die Existenz der Stadt. Doch er und sein Team verschwanden auf mysteriöse Weise und wurden nie wieder gesehen. Als Suchtrupps eintrafen, fanden sie nur verlassene Lagerplätze mit verstreuten Vorräten, keine Spur von Fawcett oder seiner Mannschaft. Hatte Fawcett die verlorene Stadt entdeckt, oder war er Teil ihrer Legende geworden? Trotz jahrelanger Suche wurde nie eine Spur von ihm oder seinem Team gefunden. Das Verschwinden von Fawcett ist kein Einzelfall. Im Jahr 1963 reisten der amerikanische Missionar Jim Elliot und sein Team nach Borneo, um den Stamm der Huarani kennenzulernen. Was als friedliche Mission begann, nahm eine unerwartete Wendung und ließ viele Fragen über die Geschehnisse im Dschungel offen. Der Dschungel birgt nach wie vor seine Geheimnisse und die Geschichten derer, die in seine Tiefen vordrangen und nie zurückkehrten, gehören zu seinen vielen Rätseln. Die verborgenen Kräfte im Dschungel. Der Dschungel ist ein Ort voller Geheimnisse, an dem die Natur selbst die Macht zu haben scheint. Der Dschungel ist bekannt für seine gefährlichen Kreaturen und Krankheiten. Aber es gibt auch viele Geschichten über unerklärliche Ereignisse, die Neugierde wecken. Manche glauben, dass das Land einen gewissen Einfluss auf diejenigen ausübt, die es betreten, und ihre Reise auf eine Weise beeinflusst, die sie nicht immer verstehen können. In Regionen wie dem Amazonas und Borneo gibt es Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Einheimischen sprechen oft von der tiefen Verbundenheit des Dschungels mit der Natur und legen nahe, dass die Umwelt selbst eine Rolle dabei spielt. Was mit denen geschieht, die sich zu weit vorwagen. Diese Geschichten werden als eine Möglichkeit gesehen, das Land zu respektieren und die Entdecker daran zu erinnern, sich mit Vorsicht und Achtsamkeit zu nähern. Es ist zwar immer noch unklar, ob an diesen Geschichten etwas dran ist, aber der Dschungel ist nach wie vor ein Ort voller Überraschungen und verborgener Wunder, der auf diejenigen wartet, die mutig genug sind, seine Tiefen zu erkunden. Besondere Entdeckung. Bei der Durchsicht von Drohnenaufnahmen, die durch den erstaunlichen Dschungel flogen, waren die Ermittler schockiert, als sie dieses äußerst erschreckende Bild sahen. Sie wussten zwar, dass sie seltsame Tiere sehen würden, aber sie hatten erwartet, dass sie Tiere sehen würden, von denen sie wussten, dass sie existieren. Doch diese seltsamen Kreaturen sind allen, die sie gesehen haben, unbekannt. Was sind sie? Ich bete, dass es nur ein paar Leute in Kostümen sind. Wie immer können Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mitteilen. Menschliche Überreste in Papua-Neuguinea. Im dichten Dschungel von Papua-Neuguinea liegen die Überreste der Geschichte unter dem Blattwerk verborgen und geben einen Einblick in die Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs. Verstreut im Dschungel liegen alte Gegenstände wie verrostete Waffen und zerfledderte Uniformen, die von den Soldaten erzählen, die einst in diesem unbarmherzigen Terrain kämpften. Was diese Entdeckungen noch faszinierender macht, ist die Art und Weise, wie die Natur sich diese Artefakte langsam zurückerobert hat, indem sie mit Lianen und Moos umwächst und so die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Die Stille des Dschungels verstärkt das Gefühl des Respekts für diese historischen Momente, als ob das Land selbst die Erinnerung an diese Ereignisse bewahrt. Weit entfernt vom Dschungel Papua-Neuguineas, auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan,
bietet eine weitere antike Stätte einen Blick in die Vergangenheit. In Chichén Itzá legten Archäologen Beweise für die spirituellen Praktiken der Maya frei, die zeigen, wie sie ihren Glauben durch Opfergaben und Rituale ehrten. Manche glauben, dass die heiligen Zenoten in Chichén Itzá als Orte galten, an denen die Götter geehrt wurden, und einen Einblick in die reiche Kulturgeschichte der Maya bieten. Beide Stätten bieten faszinierende Momentaufnahmen der Geschichte und zeigen die zeitlose Verbindung zwischen dem Land und den Menschen, die einst dort lebten. Die verwunschenen und verfluchten Dschungelorte. Es gibt Orte auf der ganzen Welt, die einen Hauch von Geheimnis umgibt, und einer dieser Orte ist der Wald von Hoia Baciu in Siebenbürgen. Dieser Wald wird oft als das Bermuda-Dreieck Rumäniens bezeichnet und ist für seine unheimliche Atmosphäre und seltsamen Vorkommnisse bekannt. Die Bäume in Hoia Baciu wachsen in ungewöhnlichen, verdrehten Formen, und einige Besucher behaupten, dass sie in der Ferne unerwartet Lichter sehen. Menschen, die sich in den Wald gewagt haben, berichten von einem überwältigenden Gefühl des Unbehagens, als ob sie von etwas Unsichtbarem beobachtet würden. Einige haben schattenhafte Gestalten in den Bäumen beschrieben, andere haben Momente der Orientierungslosigkeit und des Unbehagens erlebt, die sie zu der Frage veranlassen, ob es an diesem Ort noch etwas anderes gibt. Der Wald ist nach wie vor ein geheimnisvoller Ort, an dem oft Unerwartetes geschieht und der die Entdecker in Atem hält. Weit weg von Rumänien, tief im Dschungel von Kambodscha, birgt eine andere faszinierende und uralte Stätte ihre eigenen Geheimnisse, der Taprom-Tempel. Dieser von dicken, ineinander verschlungenen Baumwurzeln bedeckte Tempel ist ein Zeugnis für die Kraft der Natur. Lokale Legenden besagen, dass die Geister der alten Khmer-Herrscher diese Ruinen beschützen. Und viele sagen, dass eine Störung der Stätte zu seltsamen Vorkommnissen führen könnte. Einige Besucher berichten, dass sie leises Flüstern hören oder flüchtige Schatten sehen, was dem Tempel den Ruf eines Ortes einbringt, an dem Geschichte und Natur auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben zu sein scheinen. Eine weitere geheimnisumwitterte Region ist die Darien Gap, eine riesige, ungezähmte Wildnis zwischen Panama und Kolumbien. Das Darien Gap ist für sein schwieriges Terrain und seine unberechenbare Tierwelt bekannt und war lange Zeit ein Ort, dem sich Entdecker nur mit Vorsicht nähern. Diejenigen, die sich in dieses abgelegene Gebiet wagen, berichten von beunruhigenden Empfindungen, wie dem Gefühl, verfolgt zu werden, selbst wenn niemand in der Nähe ist. Während einige diese Gefühle auf die raue Umgebung zurückführen, sind die Einheimischen der Meinung, dass die Region ihre eigene, einzigartige Energie besitzt, die im Laufe der Zeit den Weg vieler Menschen geprägt hat. Diese Orte, von denen jeder seine eigene Geschichte hat, regen die Fantasie an und laden Abenteuerlustige dazu ein, ihre Tiefen zu erkunden. Verborgene Städte des Dschungels. Dschungel sind nicht nur wild, sie sind wie lebende Zeitkapseln, die den Nachhall einst mächtiger Zivilisationen bewahren. Unter der dichten Vegetation und den Ranken liegen die Überreste mächtiger Reiche, die darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Eine dieser Städte ist Tikal, im Norden Guatemalas gelegen. Tikal war einst das Herz der Maya-Zivilisation und eine pulsierende Stadt, die jahrhundertelang florierte, bevor sie auf mysteriöse Weise verschwand. Die hoch aufragenden Pyramiden und weitläufigen Plätze von Tikal, die 1848 von einem Forscherteam unter der Leitung von Modesto Mendes und Ambrosio Tut entdeckt wurden, waren einst das Zentrum der Kultur und Macht in der Region. Doch als die Expedition tiefer in den Dschungel vordrang, wurden sie das Gefühl des Unbehagens nicht los. Ranken erdrückten die steinernen Strukturen und eine gespenstische Stille erfüllte die Luft. Die Stadt, in der einst über 100.000 Menschen lebten, stand nun verlassen da, und ihre Tempel ragten wie uralte Wächter in den Himmel. Im 10. Jahrhundert war Tikal, wahrscheinlich aufgrund von Faktoren wie Krieg und Klimawandel, in den Ruin getrieben worden. Der plötzliche Zusammenbruch einer so mächtigen Stadt hat viele vor die Frage gestellt, was ihre Bewohner vertrieben hat. Wenn man heute durch die leeren Straßen von Tikal geht, ist es, als würde man in eine vergessene Welt voller unbeantworteter Fragen eintauchen. Eine andere verlorene Stadt, Ciudad Perdida oder die verlorene Stadt Kolumbiens, lag jahrhundertelang unter dem dichten Dschungel der Sierra Nevada verborgen. Erst in den 1970er Jahren entdeckten Schatzsucher diese antike Stätte wieder, die um 800 n. Chr. vom Volk der Tairona erbaut wurde. Der Weg dorthin ist bekanntlich tückisch,
denn hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Wild Tiere. Unvorhersehbares Wetter und die ständige Gefahr, auf gefährliche Gruppen zu treffen, machen die Reise zu einer gefährlichen Angelegenheit. Die Ruinen der Ciudad Perdida sind eine eindringliche Erinnerung an eine einst große Zivilisation, die mit der Ankunft der Spanier verschwand. In Kambodscha erheben sich die gespenstischen Überreste von Angkor Wat, dessen gewaltige Tempel noch immer die Macht des Khmer-Reiches widerspiegeln. Die ausgedehnte Stadt, die einst Hunderttausende beherbergte, war ein architektonisches Wunderwerk mit dem großen Tempel in ihrem Zentrum. Doch jetzt wirkt ihre Schönheit unheimlich, vor allem in der Stille, die sie umgibt. Die steinernen Gesichter der Götter und Könige scheinen dich mit Augen zu beobachten, die ihre göttliche Kraft verloren haben und nur noch in der Zeit eingefroren sind. Trotz seiner Pracht wurde auch Angkor Wat aufgegeben. Der französische Entdecker Henri Mouchot machte die Welt im 19. Jahrhundert darauf aufmerksam. Aber es bleibt ein Ort voller Geheimnisse, dessen Ruinen mit Ranken bedeckt sind und um den sich Legenden von Flüchen und ruhelosen Geistern ranken. Weit entfernt in Peru steht die alte Stadt Cuelap, die von der Chachapoya-Zivilisation erbaut wurde, als Zeugnis für den Einfallsreichtum eines Volkes, das um 1500 spurlos verschwand. Die Chachapoya, die als Krieger der Wolken bekannt sind, errichteten massive Steinmauern und runde Gebäude, die noch heute stehen, deren Zweck und Schicksal jedoch weitgehend unbekannt sind. Cuelap zu erreichen ist kein leichtes Unterfangen. Die abgelegene Lage tief im Dschungel des Amazonas macht die Reise schwierig und gefährlich. Style, schlammige Pfade und unvorhersehbares Wetter machen die Reise zu einer zusätzlichen Herausforderung. Doch trotz der Abgeschiedenheit der Stadt bleibt das Rätsel, wer sie gebaut hat und warum sie verschwunden ist. Eines der größten Rätsel des Dschungels. Mystische Kreaturen des Dschungels. Die Dschungel auf der ganzen Welt beherbergen nicht nur uralte Ruinen und vergessene Zivilisationen, sondern auch Kreaturen, die nach wie vor Intrigen und Faszination hervorrufen. Tief im Kongo-Becken halten sich hartnäckig Geschichten über eine Kreatur namens Mochile Mbembe, die oft als Ähnlichkeit mit einem prähistorischen Dinosaurier beschrieben wird. Diese Kreatur wird häufig mit einem Sauropoden verglichen, einem uralten, langhalsigen Dinosaurier mit einem schweren Körper und einem Schwanz, der durch die Luft fegen kann. Trotz zahlreicher Expeditionen in die Sümpfe des Kongo hat noch niemand einen konkreten Beweis für seine Existenz erbracht. Dennoch kursieren immer wieder Geschichten, in denen die Einheimischen von seiner schwer fassbaren Natur und seinem territorialen Verhalten berichten. Es gibt Berichte, wonach die Kreatur aggressiv ist und Boote angreift, sie unter Wasser zieht und in Überraschungsmomenten sogar Menschen am Ufer packt. Seine Fähigkeit, sich vor der modernen Welt zu verstecken, und sein uraltes Aussehen lassen viele fragen, ob es sich um eine unentdeckte Spezies oder um eine Figur der lokalen Folklore handelt, die über Generationen weitergegeben wurde. Auch auf der anderen Seite der Welt, in den Dschungeln von Sumatra und Borneo, hat ein anderes mysteriöses Wesen die Kryptozoologen fasziniert, der Orang Pendek. Diese kleine, zweibeinige, affenähnliche Kreatur gibt den Forschern seit vielen Jahren Rätsel auf. Er ist für seine Schnelligkeit und Intelligenz bekannt und wird oft mit dem Homo floresiensis in Verbindung gebracht, einer ausgestorbenen Hominidenart, die vor Tausenden von Jahren lebte. Obwohl viele den Orang Pendek für einen lokalen Mythos halten, gibt es immer wieder Berichte über Sichtungen, die Spekulationen darüber anheizen, ob es sich um ein lebendes Relikt aus einer fernen Vergangenheit handelt. Die lokalen Stämme haben ihren eigenen Glauben an den Orang Pendek, den sie als Wächter des Dschungels betrachten. Diese Stämme warnen davor, dass diejenigen, die sich zu weit in ihr Gebiet wagen, die Kreatur verärgern könnten, von der man annimmt, dass sie Eindringlingen gegenüber unversöhnlich ist. Einige haben behauptet, sein beunruhigendes Knurren in den Bäumen zu hören oder seine wachsame Präsenz zu spüren. Wer sich jedoch zu tief in den Dschungel verirrt, verschwindet manchmal spurlos. Ob der Orang Pendek nun eine echte Kreatur ist oder einfach nur die Verkörperung der Ängste des Dschungels. Seine Legende fesselt nach wie vor die Fantasie derjenigen, die die Geschichten aus den dichten Wäldern Südostasiens hören. Gympie Baum. Der Dschungel steckt voller Überraschungen. Und manchmal lauern die Gefahren nicht nur in den Lebewesen, die ihn bewohnen, sondern auch in den Pflanzen, die dort wachsen. Eine der einzigartigsten und faszinierendsten Pflanzen Australiens ist der Gympie Baum.
Dieser Baum ist für seinen starken Stich bekannt. An seinen Blättern und Stämmen befinden sich kleine, nadelartige Härchen, die bei Berührung eine starke Reaktion hervorrufen. Das Gefühl wird oft als äußerst unangenehm beschrieben und kann zwar lange anhalten, ist aber selten lebensbedrohlich. Trotz seines Aussehens ist dieser Baum eine Erinnerung daran, wie die Natur uns mit ihrer Kraft und Widerstandsfähigkeit überraschen kann, selbst auf die unerwartetste Weise. Eine weitere faszinierende Pflanze in Mittelamerika ist der Manchineel-Baum. Mit seinen glatten Blättern und kleinen, apfelähnlichen Früchten wirkt er auf den ersten Blick harmlos. Dieser Baum ist jedoch für seinen starken Saft bekannt, der Hautreizungen verursachen kann. Und seine Früchte sehen zwar essbar aus, sollten aber wegen ihrer starken Wirkung nicht verzehrt werden. Diese Pflanzen verdeutlichen die komplexe und vielfältige Natur des Dschungels. Auch wenn sie nicht die offensichtlichsten Gefahren darstellen, sind sie Teil des einzigartigen Gleichgewichts der Umwelt. Der Dschungel lehrt uns, dass die Natur vielschichtig ist und dass das, was an der Oberfläche schön aussieht, manchmal versteckte Überraschungen bereithält. Haben Sie schon einmal ungewöhnliche Pflanzen oder Kreaturen in der freien Natur gesehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und vergessen Sie nicht, uns zu liken und zu abonnieren.